muss erstmal herausfinden, wo der Rekorder ist und dass ich keine Fotos weiterhin mache. Ich weiß nie. Ja, warum melde ich mich denn heute? Es wird Zeit. Es wird Zeit, ich werde von allen Seiten ermutigt, mich auch mal zu Wort zu melden. Und ich denke, ich habe auch was zu erzählen. Viele Monate zuvor. Gerade mache ich einen großen Lebenswandel anscheinend durch, was noch für mich ja irgendwie neu ist. Weil das vielleicht auch zuzugeben unheimlich deep ist. Da rede ich von dem Fleischlosen. What? Bro, what are you talking about, man? Ich habe mit Fleisch tatsächlich nur angefangen, weil es irgendwie zum Bodybuilding dazugehört hat. Das war ganz genau mit 17,5. Ich bin jetzt 33. Rechnen müsst ihr selber. Ich kann nur Milligramm und Makros. Warning Gag. Ich dachte, das gehört dazu. Man kommt anders nicht auf die Proteine. Später dann jetzt die letzten 1,5, 2 Jahre immer noch so ein Aber gehabt. Ich würde noch nicht mal sagen, Ethik oder Moral kam da irgendwie zu. Aber man hat drüber nachgedacht, weil es eben auch einem gar nicht so sehr schmeckte. Vor allem, wenn du dann nach 7 Jahren den rosa Glibber vom Lidl-Fleisch in die Pfanne kippst, der dann am besten gar nicht mehr knusprig wird. Naja, Aminosäurestrukturen, passt das, ist das vollständig, bla bla bla. Genau das, nicht bla bla bezüglich jetzt des Klienten, aber das haben mich auch jetzt Jungs gefragt, die letzten Male tatsächlich, die damit irgendwie einen Zusammenhang haben und immer mehr, sogar große Jungs, die ihr alle kennt, im Hintergrund, Christian, nächste Off, können wir uns mal unterhalten. Man braucht uns da jetzt nichts mehr. Also alle gängigen, die ihr erkennt, die müssen in den letzten Wochen gesteuert werden, aber da musst du keinem mehr erklären, was er zu essen hat oder was er zu nehmen hat. Kannst du mich mal aufklären, wie ist das dann, was passiert? Ich werde euch das jetzt zeigen. Ich mache das Vegan-Experiment. Ich mache das rein aus Ekelgründen. Habe ich bis vor ein paar Wochen noch gesagt. Umso schlauer ich mich mache, umso mehr ich mich informiere und diese furchtbare Industrie und Kapitalismus, wie alles auf unserer Welt ja irgendwie ist, kommt die Ethik, die Moral immer mehr dabei. Man kann nicht mehr, das kann man nicht mehr ignorieren, meiner Meinung nach. Und wie sagte, ich zitiere den Ben, ein Instagram-Kumpel, noch nie im Leben getroffen, aber auf einer Wellenlänge. Davon gibt es 2, 3 Stück auf dieser Welt. Man weiß, wenn der Gegenüber darüber noch falsch aus unserer Ansicht spricht, dass wir, als ob man schon was weiß, was der andere nicht weiß. Ja, und das finde ich halt sehr, sehr erschreckend. Ich mache mal hier Face-Tracking wieder an. Wie gesagt, es sind die Anfänge hier. Ich möchte mich so geben, wie ich bin. Ich denke, ich bin sehr authentisch, ich habe meine Laune, ich bin Mensch. Und vielleicht gerade sogar deutlicher am Suchen, als das nach außen hin vielleicht in der Story immer wirkt. Weil da ist man knips, da ist man da wirkt man vielleicht sogar. Aber vielleicht sieht es in einem ganz anders aus, als man tatsächlich, wie man tatsächlich drauf ist. Bei jeder Doku habe ich Pisse in den Augen. Wenn nicht sogar, dass welche kullern. Es ist gar keine besondere Sequenz, sondern es ist dieses Verständnis dahinter, haben wir vielleicht was Falsches beigebracht bekommen. Also das interessiert vielleicht noch gar keinen, mein engster Kreis, der weiß das. Ich bin wie adoptiert, ich bin in der Pflegefamilie groß geworden. Deep. Für mich gar nicht, aber alle sind immer erschrocken, traumhaft aufgewachsen, die Kindheit war genial. In der Pubertät habe ich mich ein bisschen entwickelt und ein bisschen zu sehr Freigeist, noch freigeistlicher als jetzt. Jetzt weiß ich, dass das ein oder andere Reglement dazugehört, damit die Scheiße jetzt zu sortieren ist. Also das Leben und die Menschen. Aber ich bin bei einer oberschlesischen Oma aufgewachsen. Also in Zukunft, in Klammern, immer Oma. Das ist meine Mama. Und
Es ist normal gewesen, dass man ein Stück Fleisch da am Teller kriegt als Mann. Groß war ich ja schon schnell, kam dabei hin als Pupilala-Zwerg und habe alles gegessen. Dann wurde angefangen für mich die Suppe zu sieben, kein Kräuter da drin, kein grünes Gemüse, so anämisch und blass und zart war ich auch und würde mich auch tatsächlich beschreiben als der Beilagenesser. Also ich habe mit Max auch schon mal darüber gesprochen, er sagt, nein Christian, ich esse gerne mein Fleisch. Ne? Verstehe ich, ist okay, bei mir ist es eben nicht so. Wenn ich das geil zubereitet kriege, am besten mit einer Kruste oder der Garzustand ist perfekt. Wenn Lukas kocht oder so und da ist sich Mühe gemacht worden, dann ist das was ganz anderes oder ist gekocht in einem Hühnerfrikassee, also als Gericht. Aber Reis, Brokkoli, Hähnchen kommt mir fucking aus meinen Scheißohren raus. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann einfach eine Gewohnheit ist. Warum kann ich nicht den fucking Räuchertofu dazu essen, der ja erstmal für uns vom Geschmack nicht normal ist. Aber wenn ich mir was Süßes kaufe, habe ich ja Bock auch auf eine Milka und nicht auf eine nachgemachte Aldi. Wenn ich eine Rittersport kaufe, kaufe ich die aus dem Grund genau wie bei einer Kinderschokolade. Chips frisch, Chips etc. Und ich glaube einfach, diese angeeignete oder diese neue Generation oder ihr zukünftig mit euren Kindern oder gar ihr, welche Altersgruppe auch ihr, könnt euch das angewöhnen oder es ist eine Gewohnheit. Ernährung ist überhaupt genug Gewohnheit. Ne? Sich ab und zu was zu gönnen, finde ich gar nicht schlimm und auch jetzt, ich bin gar kein Verfechter, man darf nie wieder. Wenn irgendwo was drin ist, ich bin im Urlaub, komm, ne? Wir wollen ja alle noch leben. Und ich hatte einen Klienten, jetzt Kumpel und noch größerer Kumpel ist seine Frau, die Katharina. Und ich glaube, dieses Verständnis davon, wie ich gerade schon gesagt habe, traditionelle Betriebe vielleicht, die seit fucking 3 oder 4 Generationen ihre Familie so ernähren, wo die Kühe aber noch Kühe sind, die Käseherstellung machen. Ich kann nicht sagen, es ist richtig, dann Fleisch zu essen, aber kann ich dann nicht sagen, ich unterstütze die Familie, die nicht auf Profit, wirtschaftliche Gier aus ist und unterstütze diese, die entwickeln sich weiter, geschweige denn sogar bei der Milch, die dann da gesoffen werden kann. Oder ich gönne mir sogar bei meinem Lieblings-Jugoslawen den Grillteller. Ja, ich kann zwischen richtig und falsch nicht entscheiden, das ist von jedem selber das Gut und Ethik und Moral, also dass es richtig ist, Fleisch nicht zu essen, können wir einfach nicht von uns. Ja, aber alles vielleicht ein bisschen richtiger und da gibt es halt so ein paar Facts auch. Wenn wir kein Fleisch mehr essen würden, keins, könnten wir alle unser Erdöl, was noch zur Verfügung ist, in Benzin umwandeln und weiter die dicksten, teuersten Autos fahren und die, ja, wie heißt das hier, Kohlenmonoxid, Vergiftung der Erde und Temperaturanstieg und Treibhauseffekt, der würde eben nicht weiter ansteigen. Die Meere nicht leer zu fischen, allen vorzugaukeln, irgendwo wäre Omega-3 in irgendeinem Lachs, in einem fettigen Fisch. Das ist genauso gut eine Nahrungskette, die eben nicht durchbrochen werden kann. Der größte Fisch fängt tatsächlich bei Haien an, frisst den kleineren Fisch und immer kleiner. Hat der Spacko hinter mir sein Licht an? Heroin. Ist der behindert? ADHS-Hörnchen. Pommes. Und das geht hinunter bis hin zu dem kleinsten gemeinsamen Nenner, dass Algen gegessen werden, dass überhaupt Omega-3 irgendwo drin ist. So, und wenn man die Dinge, diese Faktoren einfach verstanden hat, fehlt der Hai. Der Hai fehlt durch Beifang. Und fucking über 50%, 50, sind Plastiknetze aufgrund des Fischfangs in den fucking Meeren. Also wenn da diese riesengroßen Lachen an
Plastik, was sich halt kumuliert, sammelt an einem Stück und in den Meeren treibt, sind Fischernetze. Ich kann da gar nichts hinzufügen, Analogien bilden, weil das ist so. Ja, als ob du mit einem fucking Bulldozer durch den Dschungel fährst und sagst, es ist normal. Als ob du unterscheidest, ob ich jetzt einen Elefant, das ist keine Tiere, falsch, einen Gepard oder einen Tiger oder einen Löwe töte. So, was darf ich da fischen? So, vom Verständnis her. Ich weiß, es endet alles bei dem, esst kein Tier, aber da will ich gar nicht drüber hinaus. Ich will mir auch meine geilen Forces noch kaufen. Alles unheimlich schwierig und für mich gerade wirklich, ich hätte nie gedacht, dass das so ist. Ich habe mir vor die Scheibe gerotzt. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass das so Gewissensbisse tatsächlich werden. Ja? Ob ich jetzt fucking 30 Gramm Molkeprotein trinke, damit die Resorptionszeit am besten hoch aufgespaltenes, nochmal extrahiertes, fällt mir tatsächlich der Name nicht ein, aber haben wir auch gar nicht im Angedacht bei Power Stage CDCC. Also ich bin ja immer noch RP-Athleten, nicht vergessen. Dann haben wir sowieso nicht. Oder ob ich dann einfach ein Vegan-Protein trinke, weil es eben gerade praktisch ist, ich meine Schoko-Crispies reinhaue oder mein Cluster-Dextrin und warte zur nächsten Mahlzeit. Also komm, ne? Dann legt dann lieber einen Wert noch auf ein bisschen Omega-3, wo ich die Jungs mal ein bisschen in den Arsch trete, langsam, und dass die mal ein bisschen Algen Omega-3 entwerfen. Das muss ich dann leider von einer fremden Firma weiterhin futtern. Und so weiter und so fort. Läuft mir eigentlich die Suppe runter? Kennt man das? Meine Güte. Active Tracking on. Ja, ein bisschen die Farbvariation des Bildschirms verändert. Ja. Ich werde mich nach und nach noch weiterhin dazu äußern, wahrscheinlich ein Reaction-Video machen. Da könnt ihr alle sehen, wie der 2 Meter zu 120 Kilo Kerl. Am besten ein bisschen Holz vor der Kamera. Ich werde euch ein paar Bilder zeigen. Ich glaube, das ist ganz interessant. Das zu von der Straße runter! Pommes! Kennt ihr die Menschen, die auf dem Bordstein auf Rille stehen? Einmal ein Genossen und du fällst runter und ich fahr drüber. Ja, zum Training gibt es natürlich auch noch neues Trainingssystem, neuer Trainer. 122 Gramm Kohlenhydrate im Training, damit ich überhaupt überlege, weil es so volumenlastig ist. Whatever it takes, das wird gut. Bin hier gerade voll zensiert, ne? Peace, I'm out. End of flashback.